Boah, ist das kalt, ey. Ah. Ah. Servus, ich bin der Michel von Fazur und wir schauen uns heute mal an, wie wir unser Fazur-Antriebssystem über die kalten Tage kriegen. Okay, bevor wir anfangen, brauche ich erstmal noch mal einen Schluck. Ein Schluck reicht. Sieht bescheuert aus, ist es auch. Fakt Nummer 1. Und zwar, ihr habt gesehen, ich kann aus diesem DrivePack trinken. Bedeutet im Umkehrschluss, da kann sich Wasser drin ansammeln. Es ist wie ein Gefäß. Wenn ich jetzt meinen Akku hier reinschiebe, sollte ich immer darauf achten, dass es hier drin trocken und sauber ist. Ja? Ihr schmeißt euren Föhn auch nicht in die Badewanne und wundert euch dann, dass er nicht mehr funktioniert. Hier ist elektrische Verbindungen, hier drin sind elektrische Verbindungen, die müssen trocken sein. Also erst immer dafür sorgen, dass das DrivePack innen trocken ist. Dann kann ich meinen Akku einschieben, anschalten und ich habe Spaß mit meinem Fahrrad. Tipp Nummer 2. Wir haben das Problem, wenn das Antriebspack im Rahmen ist und ihr fahrt und das Vorderrad schmeißt den ganzen Schnodder und das nass-kalte Wintergewässer an euer Unterrohr, dann kann das trotzdem zwischen Akku und DrivePack in das DrivePack reinfließen. Für diesen Fall haben wir extra eine Drainagebohrung in den Radiator eingearbeitet. Das heißt, Wasser, was hier reinkommt während dem Fahren, das kann auch wieder rauskommen. Wenn jetzt der Radiator aber so stark verschmutzt ist, dass das komplette Loch verstopft ist, dann kann das Wasser nicht abfließen. Heißt, ihr werdet wieder das Problem haben, dass in dem DrivePack sich Wasser befindet, wenn ihr den Akku vielleicht reintun wollt. Also schaut bitte vor eurer Tour oder wenn ihr den Akku wechselt, der Radiator muss sauber sein. Wenn der Radiator sauber ist, kann Wasser auch abfließen. Dann habt ihr erst gar kein Problem mit Wasser. Tipp 3. Genauso wie im Sommer gilt es im Winter auch. Euer Vorderrad schmeißt euch alles von der Straße oder von dem Waldboden oder von dem Schotter, alles ans Unterrohr. Und wenn der Weg noch so kurz ist, im Winter jetzt speziell, alles ist nass, überall Salz, bitte fahrt nie ohne irgendwas im Unterrohr drin. Wenn ihr ohne Motor fahren wollt, klickt den Motor aus, dann gibt es diese wunderschöne Downtube-Cover, könnt ihr bei uns im Online-Shop kaufen, einklicken, dann ist das ganze Unterrohr geschützt und ihr schmeißt euch nicht euer komplettes Bottom-Bracket voll mit Dreck und mit Wasser. Also bitte nie mit offenem Unterrohr irgendwo durch den Wald fahren. Tipp Nummer 4. Ihr ahnt es geht wieder um eine Verbindungsstelle. Diesmal die Verbindungsstelle zwischen DrivePack und Bottom-Bracket. Hier wird nicht nur die mechanische Antriebsleistung von dem Motor an das Tretlagergetriebe übertragen, sondern wir haben ja auch eine elektronische Schnittstelle. Elektronik heißt wieder, habe ich Wasser oder Dreck drauf, kann da nichts miteinander kommunizieren. Darum schaut doch bitte, dass auch dieser Stecker sowohl am DrivePack als auch am Bottom Bracket sauber ist. Dann können die beiden miteinander reden und alles ist gut. Tipp Nummer 5. Wenn wir schon davon sprechen, unser Antriebssystem fit für den Winter zu machen, dann machen wir das doch gleich komplett. Ihr findet bei uns auf der Homepage immer die aktuellste Software, die ihr über diese Öffnung hier oder eure Fazua Servicepartner auf das DrivePack aufspielen könnt. Ganz wichtig dabei, hinterher bitte wieder immer kontrollieren, dass die USB-Kappe wieder drauf ist. Es reicht nicht, dass die da nur drauf gedrückt ist, die hält dann zwar, aber die muss angeschraubt sein. Dann kriegt die Dichtung wieder Druck und dann ist wieder alles dicht und dann könnt ihr auch wieder schön durch den Regen und durch den Matsch fahren. Generell noch was zum Pflegen. Wenn ihr euer Antriebssystem waschen wollt oder euer gesamtes Fahrrad, dann macht doch am besten das DrivePack und die Batterie raus. Dann könnt ihr separat das Fahrrad waschen und dann sauber das DrivePack mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste und auch den Akku separat. Macht am meisten Sinn. Wenn ihr den Akku längere Zeit im Winter nicht benutzen wollt, ihr wollt einfach nicht fahren, ist zu kalt, ungemütlich draußen, dann lagert doch bitte den Akku zwischen 30 und 60% Ladezustand und am besten bei Raumtemperatur. Dann belohnt ihr euch mit einer längeren Lebenszeit.